Was geht ab, meine kleinen Rusts? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und seid auf den krassesten Musikanalyse, Reaction, Mashup, Produktions, alles Kanal. Hier dreht sich alles rund um Musikproduktion, Musikanalysen, Musik, Sounddesign, alles rund um Musik, wirklich alles rund um Musik. Weltweit auch noch, denn ich habe schon abgecheckt. Brasilianische hübsche Frauen, Anita, Rosalia aus Spanien, natürlich auch amerikanische Nummern, die zum Teil gesperrt sind oder auch öffentlich sind, aber auch deutschen Pop, deutschen Hip-Hop. Ich habe gestern eine bosnische Nummer abgecheckt. War auch krass. Leider komplett geclaimed, komplett geblockt. Die Interpretin Maja, jetzt fällt es mir nicht ein, war auch ein Zuschauervorschlag, fand ich sehr geil, sehr interessant. Leider komplett rausgeflogen. Wir sind dann noch am gucken, dass wir das freikriegen mit Dana, die hinten gerade sitzt und da den Backoffice-Bereich alles macht. Ja, und natürlich auch nicht zu vergessen, K-Pop, Alter. Richtig krasse neue Welt für mich, die komplette koreanische Musik. Ich habe gerade die Pforte gefunden durch K-Pop. Erstmal steige ich da ein und werde dann gucken, dass ich natürlich auch noch K-Rap und was es da eben alles auch noch gibt, ist ja auch einfach nur koreanische Musik, sagen wir es einfach mal so. Aber eben unter dem großen Begriff K-Pop finde ich mal, erstmal gerade meinen Weg da rein, sagen wir es mal so. Und ja, ansonsten, es gibt nicht viel weiter zu sagen, außer es ist unfassbar, was hier gerade die letzten Tage abgeht. Schaut euch das mal an. 17.707 Abonnenten. Ihr seid unfassbar krass in den Kommentaren. Ihr schreibt so viel, ihr habt so viele Vorschläge, ihr schreibt sich richtig geile Sachen, Informationen, sonst irgendwas. Ich brauche euch gar nicht daran zu erinnern. Aber es gibt auch noch einige, die noch nicht abonniert haben. Ich sehe es in Analysen, die gucken die Videos, aber abonnieren nicht. Tut das bitte, denn hier kommen 4-mal am Tag geile, krasse Videos. Definitiv. 4-mal am Tag. Wir haben uns jetzt so getimt auf 9, 12, 15 und 18 Uhr. Und dann gibt es manchmal vielleicht noch einen Zusatz auf 21 Uhr, je nachdem. Also so im 3-Stunden-Takt ab 9 Uhr. Merkt euch das. Und Freitag ist dann nochmal ein Special Day, weil immer Release Friday ist. Da kommen die ganzen neuen Musikvideos, gerade die deutschen, Deutsch Pop auch, Deutsch Hip-Hop. Und manchmal so in der Nacht, Mittag irgendwann dann auch die amerikanischen Sachen. Da ist mal ein bisschen schwierig mit den Claims. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, da geht es auch richtig krass ab. Freitags immer so, Wochenende ist immer richtig heftig. Also ich mache das ja jetzt erst in der 3. Woche. Wir schalten mal um in die Reaction-Scene. Wir sind heute bei K-Pop. 80s, Alter. Wir haben gerade vorhin eine Nummer mit Dana zusammen schon abgecheckt. Sie macht hinten jetzt Backoffice, ihr MacBook macht Probleme. Ich sage ja immer, ja gut, Apple ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Aber das ist ihr Geschmack. Wir checken jetzt die Nummer ab. Also wir haben vorhin abgecheckt von 80s, den anderen Song, den Halla Halla. So, jetzt habe ich es. Jetzt checke ich alleine Say My Name ab von denen. Die Jungs sind ja eine sehr, sehr frische neue K-Pop-Band, die es aber auf jeden Fall gehört abzuchecken. Also die letzte Nummer fand ich schon sehr, sehr krass und es war nur das Performance-Video, das haben wir schon gecheckt. Aber es ist bisher ja noch kein anderes draußen. Oh, da ist der nächste. Sehr geil, danke. Ich kann auch mal hier in diese Reaction-Übersicht schalten. Dann sollten wir eigentlich. Oh, nee. Ach, Mist, ich habe die Kamera verstellt. Ich habe übrigens eine neue Kamera. Wie findet ihr diese Kamera? Es ist keine neue, es ist eine alte von mir, aber ist zumindest neuer als der 20 Jahre alte Camcorder. Okay, ich habe, glaube ich, genug geredet. Ich sehe hier auch keine Uhrzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich geredet habe. So, wir machen Vollbild. 80s, Say My Name. Neue Nummer vom 15.01. Krass, ich habe es noch gar nicht gehört. Ich versuche das hier zu analysieren. Background-Wissen, Know-how habt ihr viel, viel mehr als ich aktuell sowieso, weil das komplett neu für mich ist. Schreibt da die Sachen, Infos in die Kommentare. Guckt auch gerne, was die anderen schon geschrieben haben vielleicht. Oft werden Dinge natürlich 2-3-mal gesagt oder so, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich sehe das dann und so bestätigt sich ja das dann auch, wenn da irgendwelche Thesen sind, ob da wirklich was Wahres dran ist oder nicht. Wobei es mit den Thesen in dieser Welt auch schon mehr so eine Geschichte ist. Ich benutze übrigens Streamlabs OBS mittlerweile, so als ist ja hier immer alles wie live uncut an einem Stück. Und ich sehe mittlerweile hier dann auch, wenn ich aufnehme, wer dann gerade abonniert hat. Jetzt gerade eben vor 2 Minuten hat zum Beispiel der Luca Zappi abonniert. Vielen Dank, du bist dabei. So, jetzt hat es wieder gebimmelt, aber ich sehe es hier noch nicht. Naja, vielleicht gleich. Gut, wir fangen an.
Gefängnistüren-Sound. Okay, mir fällt direkt auf, dass sie das in den Videos immer so machen, dass sie so ein kleines Sounddesign, filmisches Intro haben. Und dann kommt ein Break mit dem Titel, auch genau in dieser Typografie, in dieser Schriftart. Und dann geht der Song erst los. Ich bin gespannt. Da ist der nächste. Ah, Mahmoud Hossein hat subscribed. Vielen Dank. Und Sayel. Coming to ya, I won't give up. Everybody say yeah. 조금 더 크게 say my name. 그게 잠든 날 눈뜨게 해워. 한 번 더 크게 say my name. 네가 내 이름을 불러주면 어느새 먼 곳을 향해 더 fly high. 막아서지 마라 give it up. 지난 나는 이제 burning up now. We don't want no trouble, just moving forward. 잠깐만 달려 그 안에 불꽃을 향해서 또다시 달려. 모두 여기로 높은 곳을. Okay, wir hören mal bis hierhin. Ganz kurz, also ganz klar fällt ja auf hier die Gitarre, die schön rhythmisch. Richtige Popnummer. Coming to ya, I won't give up. Die Akkorde mit der Rhythmikgitarre, dann diese schönen, sanften, klaren Stimmen. Everybody say yeah. Cool, dann auch eben diese Choralparts, wo dann alle in der Gruppe zusammen da raus singen. 조금 더 크게 say my name. 그게 잠든 날. Sonst gibt es bis hierhin eigentlich erstmal nichts zu sagen, aber ich habe schon geahnt, dass da jetzt gleich wieder so ein Pre-Chorus-Super-Aufbau kommt. 모두 여기로 just moving forward. 잠깐만 달려 그 안에 불꽃을 향해서 또다시 달려. 모두 여기로 높은 곳으로 함께라면 no down down down. 손을 들어라 소리 질러라 터질 듯한 시작을 위해. 저기 저 달빛이 부를 때 세상을 덮친 듯할 군에 우리 손을 잡고 날아가. Yes sir 부름의 응답. Und dann geht's wieder ab in der Hook. Ihr habt ja gesehen, ich halte gerade eine Insta-Story fest. Denn es lohnt sich auch, mir auf Instagram zu folgen. Ihr wisst das, denn das Paket steht immer noch hier. 10.000 ist das Ziel. Wir sind momentan bei 9.000 irgendwas. Also das kriegen wir die Woche noch locker hin. Ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Ey, hier wieder, genau wie bei dem vorherigen Song, den ich gehört habe, von den Jungs, kommt da wieder so ein kleiner... Man hört schon, hinten ist so ein durchgehender... Also es ist immer schon diese Ankündigung, es soll irgendwo hingehen jetzt hier. Und natürlich die Snare dann, die komplett die Schläge füllt hier mit tak, 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 tak. Die schönen Marschtrommeln, also das ist ganz klassisch hier. Dann kommt ein Bassinstrument rein. Und hier oben dann irgendwie noch so ein Alarmsound mäßig. Also sehr, 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 sehr international vom Arrangement, vom Aufbau des Songs. Hier mit der kleinen Pause vorher. Leute, wenn ich zu oft anhalte, dann guckt euch die Originalvideos an. Ihr habt die sowieso bestimmt schon gesehen. Also wirklich, ich sag's jedes Mal wieder, einige beschweren sich, dass ich zu oft anhalte, aber mir geht's darum, die Sachen zu analysieren. Da muss ich anhalten. Ich kann mir dann die ganzen Infos, die ich habe, dann nicht so lange merken. So ein bisschen Dory-mäßig, ne? Findet Nemo. Und wenn ihr die Originalvideos schauen wollt, die Links sind unten in der Beschreibung. Gönnt es den Creators, die das Ding hier gemacht haben. Guckt euch die ganzen Musikvideos bei denen an. Hier geht es wirklich um die Analyse. Genau, auch ganz klassisch eben, weil die in der Produktion im Arrangement, das ist wieder sehr amerikanisch, weil die kurz, bevor die Hook, der Refrain einsetzt, machen die einfach da auf den letzten Takt oder den letzten halben Takt, ziehen die dann nochmal alles an Instrumenten weg in der Produktion und lassen dann nur noch die Stimmen, damit das dann so richtig in der Hook rein. Ne, ihr habt auch noch wieder diesen rückwärts abgespielten Becken-Sound. Das ist so ein synthetisches Becken, das eben dieses
응답 Say my name, say my name, say my name. Say my name, say my name, say my name. 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 에이 그거지. 내 이름은 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 Geil. 길을 쳐 이 길의 시작은 Krasse Hook, Alter. Mit dieser. 나를 불러줘 내 손을 잡아줘 나를 불러줘 Das ist irgendwie so ein Horn, irgendein Horn, das da. Aber halt ein synthetisches Horn. 나를 불러줘 Was so alarmmäßig. 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 Auch sehr wichtig hier, der Rhythmus ist so in so einem, ja, nicht in diesem vorne Floor, der Song vorher von denen, den ich abgecheckt habe. Halla Halla heißt er, ne? Ja. Okay, ich hoffe, ich sage nichts Falsches hier. Sonst seid ihr wieder so böse mit mir. Bitte, Leute, bear with me. Ich bin neu in diesem Game hier. Da ging es vorne Floor, also wir hatten relativ gerade immer 1, 2, 3, 4 und die Claps auf die 1, 2, 3, 4. Immer auf die 2 und die 4. Hier ist es aber so, dass die Claps bzw. die Snare sind immer auf die 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 내 이름은 에이 그거지. 내 이름은 나를 불러줘 Also eigentlich sehr, ja, man kann schon sagen, Trap-lastiger Beat, weil auch die so, ja, so Dirty South Hi-Hats drin sind. 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 Und er macht hier dann sogar dieses. Das ist ja gerade in den letzten Jahren sehr, sehr populär geworden. Wir hören das aus dem amerikanischen Rap und Hip-Hop in diesen Trap-Nummern, Cloud-Rap und so weiter. Und im Deutschen natürlich wurde das genauso übernommen. Das Ganze hat eine Herkunft aus total abgefahren, habe ich auch, als ich das damals recherchiert habe, ist total abgefahren. Das nennt sich Scotch Step. Scotch Step. Ja, sage ich das gerade richtig? Und zwar stammt das von der schottischen Fiedelmusik, wo man diesen Rhythmus gespielt hat. Der ist jetzt für nicht Musikfachwissende, wäre das jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich würde das wahrscheinlich auch gar nicht so gut machen wie ein super Musiktheoretiker. Ich bin dann doch eher der praktische Typ. Aber auf jeden Fall dieser Rhythmus, den die da rappen, an dieser Stelle, der so abgehakt, staccato-mäßig rüberkommt, nennt sich Scotch Step. 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 길을 쳐 이 길의 시작은 창조. Also richtig abgefahren. Das ist halt, ja, also Fun Fact an der Sache. 법 위상과 비상은 한끗 차로 꿈이 완전 갈리는 것. 더 이상은 better than better. 고개 들어 get it go get it. 또한금은 보안 배를 타 걸어와 내게로 get it. 부르고 불러줘 날 내 이름은 검색이 나와 그렇게 바라던 네임택 따라고 곁에 가득 친구들도 모아 Das ist schon wieder so nice, ne? Weil die sind von den Flows her, sind die auch mega on point. Ich finde auch von der Mische hier, finde ich die super, super ausgewogen so. Also man merkt, dass sie auf jeden Fall eine jüngere Generation sind, dass sie doch viel rüber in den Westen geschaut haben, von den Amis geguckt haben. Das ist schon nice auf jeden Fall. Hier mit dem harmonischen Instrument, das Klavier hier im Hintergrund, das sehr weit oben oktaviert, oben auf den oberen Oktaven auf dem Klavier spielt. Sehr hart. 부르고 불러줘 날 내 이름은 검색이 나와 그렇게 바라던 네임택 따라고 곁에 가득 친구들도 모아 Es sind auch wirklich nur 3 Akkorde, die hier gespielt werden. 배웠어 누르고 지켜봐요 이름 딱 내 글자 여기다요 티나게 Da ist ja auch eine 808 drin, fällt mir gerade auf. So eine richtig angekratzte, 지켜봐요 이름 딱 내 글자 여기다요 티나게 남겨놔 ne, so eine richtige, also so ein Subbass, wie man es normalerweise ja, was heißt normalerweise, also wie man sie typischerweise auch in Hip-Hop-Songs oder in Trap-Songs heutzutage hört. So ein 808 Sub-Bass 808 Sub-Bass, also ein Bass
noch tiefer frequent, so zwischen 30 und 50 Hertz im Ideal, oder ja, ein bisschen höher kann ich auch mal gehen, so in dem Idealfall und dann aber noch schön verzerrt drauf. Also eigentlich ist das ein richtiger Trap-Beat, der da läuft, aber irgendwie haben die da echt so ein, ja gut, durch die Akkorde, das sind harmonische Akkorde, haben die echt einen Popsong draus gemacht. Ja gut, die rappen ja auch die ganze Zeit. 부르고 불러줘 날 내 이름은 검색이 나와 그렇게 바라던 내 인택 따랐고 곁에가 네 친구들도 모아 우야 배웠어 누르고 지켜봐요 이름 딱 내 글자 여기다 요 티나게 남겨놔 스미네 cause I'm the captain 모두 여기로 높은 곳으로 함께라면 no down 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 손을 들어라 소리 질러라 터질 듯한 시작을 위해 저기 저 달빛이 Da wird richtig Alarm dann gemacht. Das geht dann schon fast irgendeine Dance-Richtung auf jeden Fall. Man merkt, dass die schon, also ne, es gibt ein paar K-Pop-Bands, ihr habt das mir auch schon gesagt, die wirklich genreübergreifend das knallhart machen, so gefühlte 10 verschiedene Genres in einem Song. Hier ist das schon, ja, es sind mehrere Genres da. Bisher sind wir aber nur bei 2 so, aber selbst die sind doch sehr homogen in dem Ganzen zusammengefügt. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn? Aber ich finde es trotzdem sehr frisch, weil man das so von den deutschen Produktionen sowieso nicht hört, die Ami-Produktion auch nicht. Was in Brasilien oder ja, gerade die populären brasilianischen Sachen, ja, auch nicht unbedingt. Also es ist schon. 모두 여기 Ne, 티나게 남겨놔 스미네 cause I'm the captain hier auf die 1 als Ankündigung, dass das jetzt hier losgeht. Hört genau hin. Kommt dieser typische Brass-Section-Alarm. Wumm. Den kennt ihr bestimmt aus einigen Kinofilmen. Das ist so ein Brass-Hit, der sagt, Achtung, gefährlich, Gefahr, lauft los, Terror, Angst, alles. 스미네 cause I'm the captain 모두 여기로 높은 곳으로 함께라면 no Da ist ja auch echt so ein Dü-dü, also noch mehr Alarm. Krass, wie die hier. 여기로 높은 곳으로 함께라면 no down 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 손을 들어라 소리 질러라 터질 듯한 시작을 위해 저기 저 달빛이 보를 Ja, die sind auch von der Produktion, gesangstechnisch jetzt von dem, was ich bisher gehört habe, es war noch nicht so viel, klingen die auch super clean, sehr harmonisch wieder im Gesang, die als Gruppe. Voll nice. 듯한 시작을 위해 저기 저 달 Ne, weil hier singen die dann vermeintlich alle, also es ist sehr harmonisch ausgelegt, dieser Part. Die sind alle komplett rechts, links, auf das ganze Stereofeld verteilt. 저기 저 달빛이 보를 때 세상을 덮친 듯할 무대 Die sind auch wieder mal richtig geil angezogen. Dana ist jetzt leider nicht da. Sie sitzt, wie gesagt, hinten, aber wir haben ein Video gemacht, wo sie komplett den Fashion- und Style- und Beauty-Part hier übernimmt. Das ist nicht so meine Stärke, aber wie gesagt, ich habe das im anderen Video gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir noch mehr auch darauf eingehen in die Videos, machen wir vielleicht ein neues Format in dem Sinne, wo ihr dann direkt wisst, okay, wir sitzen hier zu zweit, Dana und ich, und wir bearbeiten dann alles, was diese Punkte dann halt betrifft. Also Fashion, Beauty und Musik. 우리 손을 잡고 날아가 Yes sir 부르면 응답 Say my name, say my name. Okay, jetzt haben die hier den. 날아가 Yes sir 부르면 응답 Merkt ihr, dass hier der Break, den ich vorhin angesprochen hatte, vor dem Refrain nicht so stark ist, also dass der nicht so extrem rausgenommen wurde und deswegen der Übergang zur Hook nicht ganz so explodiert. 잡고 날아가 Yes sir 부르면 응답 Say my name, say Ja, weil er noch Drums spielen, die da so ein Fill-In machen. Yes sir 부르면 응답 my name, say my name, say my name, say my name. Ich will es nochmal vergleichen. Leute, das ist eine Analyse, seid mir nicht böse, ich will es für mich auch nochmal vergleichen. 세상을 덮친 듯할 무대 부르면 응답 Ja, es ist hier nämlich ist komplett alles rausgezogen und eben dieser Reverse Becken. Yes sir 부르면 응답 Und
dadurch knallt hier die erste Hook viel, viel krasser als hier die Hook. 부르면 응답 Meiner Meinung nach. Yes sir 부르면 응답 Ja, weil er einfach noch Geräusche durch. Yes sir 부르면 응답 Say my name, say my name, say my name. Aber das ist 100% Intention, also Absicht gewesen von den, das stelle ich nicht in Frage. Aber da merkt man einfach den Unterschied, warum ich auch auf sowas hinweise. Das sieht vielleicht lapidar aus oder so ein kleines, aber das macht voll viel aus in der Produktion. Für den Empfänger, für den Zuhörer, wie er so etwas dann aufnimmt. Ob er die Hook dann vielleicht direkt cool findet oder auch nicht. Say my name, say my name. Say my name, say my name, say my name. 나를 불러 Auf jeden Fall, dieses Say My Name ist ja auch runtergepitcht zu 100%, aber halt echt gut gemacht. Das klingt sehr clean. Say my name, say my name, say my name. Also wenn ihr mir jetzt erzählt in den Kommentaren, dass einer der Jungs so eine tiefe Stimme hat, wobei, Say My Name, Say My Name, ja gut, könnte man eigentlich auch machen. Ja, vielleicht war es auch nicht runtergepitcht. 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 에이 불러줘. 내 이름은 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 가슴이 뛰는 건 벅차오르는 건 아마도 운명일 거야 Please don't let me go 비로소 정해진 하나의 my way couldn't nobody else couldn't nobody else I believe in me 나를 불러준 순간 Say my name, say my name, say my name. Say my name, say my name, say my name. Say my name, say my name, say my name. 나를 불러줘 함께 갈 수 있도록 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 에이 불러줘. 내 이름은 너에게만 I can give you everything 이제 새로 태어난 my mind Oh, da ist der nächste. Danke, du bist dabei richtig geil. Alter, okay, ich wollte noch sagen, ja, okay, krass, die machen das echt wie bei einer internationalen Produktion ziemlich klassisch mit einem C-Part. Das war auch ein C-Part. 손을 잡아봐 Ah, wo bin ich denn? 뛰는 건 Hier, 내 눈을 바라봐 가슴이 뛰는 건 벅차 also eben hier, wo es dann einen kompletten Musikstil-Umbruch gibt. Und schön ruhig, wirklich nur das Piano-Klavier. Das ist eben so ein ganz klassischer C-Part. 가슴이 뛰는 Auf die 1 das Becken. 가슴이 뛰는 건 벅차오르는 Ja, 건 아마도 운명일 거야 Die Vocals klingen echt super, Alter. Also auch wie die gedoppelt sind und die Harmonien sitzen, das ist wirklich, das ist ultra on point. Also, ja. 아마도 운명일 거야 Please don't let me go 비로소 저 Also es läuft noch so ein Bass-Sound im unteren Bereich, auch von der Lautstärke her, aber ich glaube, es ist nicht der 808 Subbass, den wir vorher zum Beispiel im Refrain hatten. 정해진 하나의 my Nee, ist nicht. way couldn't nobody else couldn't Geil mit diesen, mit diesen Gruppenchants, wieder mit dem Oh, und das dann auch noch komplett durchharmoniert. nobody else couldn't nobody else Und auch geil halt von der Mische, weil die O's nur überall zu hören sind, außer in der Mitte, wo der Main Vocal Sänger seinen Platz hat. couldn't nobody else I believe in me 나를 불러준 순간 Say my name, say my name, say my name. Das ist halt echt ein Killer-Effekt hier. 불러준 순간 Say my name, say my name, say my name. Say my name, say my name, say Geil. my name. Say my name, say my name. Wir haben ja vorher schon das Say My Name drin gehabt, aber nicht so mit diesen Harmonien drin oder mit diesem Effekt. Das klingt für mich wie so ein Vocoder-Effekt, aber nicht dieser alte 80s Vocoder, sondern so, wie man das heute machen kann
mit gewissen Plugins auch, ja, zum Beispiel, da gibt es auch wieder Melodyne oder Vocaline, damit müsste es auch gehen. Also eben, dass man sehr präzise Harmonien, dass die schon sehr elektronisch, sehr, ja, roboterartig klingt, da die Harmonien eigentlich nur per Tastendruck sich schon setzen kann. Das klingt aber hier mega geil, also passt auch voll geil rein. couldn't nobody else. Oh, I believe in me. 나를 불러준 순간. Say my name, say my name, say my name. Auch geil, dass die dann hier wirklich nur die Stimme dann lassen, weil das dann so wirkt einfach. So etwas ist richtig wichtig, auch mal Pausen zu setzen für die anderen Instrumente, damit gewisse Sachen einfach mal auch so presented werden, ihren Platz bekommen. 나를 불러줘 함께 갈 수 있도록 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 날 불러줘 내 이름은 너에게만 I can give you everything 이제 새로 태어난 my mind. Das nimmt am Ende richtig nochmal so ein Climax, macht das nochmal, ne? So geht nochmal richtig hoch, Alter. 나를 불러줘 함께 갈 수 있도록 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 날 불러줘 내 이름은 바라봐 내 이름은 날 불러줘 내 이름은 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 Ich zähle nur gerade durch, weil ich ja vorher gesagt habe, dass die Snare immer auf die 3 kommt. Das ist halt wieder so, die nehmen immer auch genau die richtigen Tempi, wo man auch Halftime, also in der halben Zeit spielen kann. Also wenn die jetzt hier so ja, man kann das halt, entweder zählt man hier irgendwas zwischen 140 und 100, keine Ahnung, 50 BPM, oder man zählt die halbe Zeit 70 BPM. Ja, das ist mir jetzt schon bei einigen Tracks aufgefallen, und so können die wirklich dann auch diese Genresprünge machen, weil die da dann im Endeffekt allein nur deswegen schon mehrere Genres bedienen können, die so im Kontrast zueinander stehen. Dass das aber in einem Track bewusst auch gemacht wird, dieser Wechsel, das hört man bei westlich-internationalen Produktionen selten. Also wenn die einmal einen Rhythmus anfangen, dann läuft er meistens auch komplett so durch. Weil hier jetzt zum Beispiel in der letzten Hook vom Gefühl her, für mich, hätte ich jetzt eher die Claps und die Snares eher auf die 2 und 4 gezählt, aber eben langsam. Aber vorher hätte ich es auf die 3 gezählt und schnell. Also gut, das bringt mich auch ein wenig durcheinander, aber da zeigt es einfach wieder, wie interessant das Ganze gestaltet und aufgebaut ist. Das finde ich halt echt genial. 나를 불러줘 함께 갈 수 있도록 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 날 불러줘 내 이름은 Ne? Und hier. 때문에 우리 소원을 Say my name, say my name, say my name. 나를 불러줘 나를 불러줘 내 손을 잡아봐 내 눈을 바라봐 내 이름은 날 Nein, das war auch schon auf die 2 und die 4. Ich habe mich einfach verzählt. Hä? Okay, ich bin voll irritiert. Ich weiß nicht, wie der. Ich glaube, das Video ist schon wieder 30 Minuten lang. Ich habe bei dem neuen Programm sehe ich keine Uhrzeit. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich beende das jetzt hier knallhart einfach. Das Video ist auch schon wieder so krass geworden. Wir hatten ja bei dem anderen Song, das war nur ein Performance-Video leider. Da waren die aber auch schon sehr krass angezogen. Aber hier merkt man natürlich mit den Location-Wechsel und so weiter, dass die halt auch so eine krasse Qualität drüben fahren. Und dann diese Thematik, die haben ja immer echt tiefe Thematiken da, so tief psychologisch. Das ist schon echt krass, wo die dann hier sich gegenüber sitzen, vermeintlich mit den Glasscheiben und den Maskenmenschen,
wo die ja in dem anderen Video auch komplett nur Masken und Hüte auf hatten. Das hat sowieso alles wieder irgendeine Verbindung. Jetzt die Kamera ausgegangen, wieder einmal die neue. Ich hoffe, sie geht wieder an. Ja, sie ist wieder da. Wunderbar. Okay, Leute, es reicht. Ich sehe schon, die Kamera gibt auch schon auf. Die Verbindung könnt ihr wisst ja sowieso da backgroundmäßig viel mehr Bescheid. Ich bin ja da gerade erst noch am Lernen und am Aufbauen, aber ihr dürft mich da definitiv aufklären. Gar keine Frage. Jetzt habe ich schon wieder keine Luft mehr. Leute, ihr wisst genau, diese Zahl muss dieser gerecht werden, damit wir das Paket zusammen auf Instagram auspacken können. Und vergesst nicht, dass ich auch immer wieder hier so Sachen poste, wie gerade eben, wo ihr dann schon vorher Bescheid wisst, was ich aktuell mache und vielleicht auch mal so Entscheidungen, welches Video soll ich denn als nächstes machen, habe ich zum Beispiel gestern gemacht und da wart ihr auch richtig fleißig am Wählen. Ich glaube, da waren dann über 100 für den einen Song und paar 60 für den anderen Song. Worum ging es da? Ich habe es schon wieder vergessen. Och, es ist so viel momentan. Danke, Leute. Ich bin euch aber genau deswegen mega dankbar. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Abo habe ich schon gezeigt. Oh, das ist falsch. Ja, und Instagram dürft ihr auch noch. Genau, hier. Das könnt ihr noch sehen. Rahim.erbil. Und ab geht der Peter. So, ich bin raus. Tschüss. Danke. Alles